Der Fortschritt in der Raum- und Luftfahrt und anderen Hightech-Industrien ist ohne den Einsatz von Magnesium kaum denkbar. Doch Magnesium ist nicht nur für die Entwicklung von Flugzeugen, Autos oder Raumschiffen von zentraler Bedeutung. Auch für die Gesundheit des Menschen ist das Mineral unerlässlich. Denn selbst wenn der Körper nur rund 25 Gramm Magnesium enthält, vom Gewicht ungefähr so viel wie 3 1-Euro-Münzen, funktionieren ohne Magnesium hunderte von physiologischen Prozessen nicht mehr. Ein Mangel stellt den Körper vor große Probleme. Wir schauen uns in diesem Video genauer an, wofür Menschen Magnesium brauchen, warum es eine Fehlversorgung geben kann, wie sich das normalerweise äußert und was wir selbst dagegen tun können. Magnesium ist ein elementarer Nährstoff, der in nahezu jeder Körperzelle steckt. Ohne Magnesium kann der Körper nicht richtig funktionieren. Wenn die Zellen mit genügend Magnesium versorgt sind, verringern sich die Müdigkeit, Erschöpfungszustände und der Elektrolytehaushalt kommt ins Gleichgewicht. Magnesium unterstützt die gesunde Funktion der Muskeln, der Nerven, der Psyche und trägt zum Erhalt gesunder Knochen und Zähne bei. Auch bei der Fettverbrennung spielt Magnesium eine Rolle. Man sieht also, Magnesium ist fast überall involviert. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass der Körper fortwährend mit ausreichend Magnesium versorgt wird. Leider kommt es bei vielen Menschen zu einer Mangelversorgung mit Magnesium. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine allzu menschliche Ursache ist zum Beispiel eine unzureichende Aufnahme durch die Ernährung, sei es aufgrund einer Diät oder einer unausgewogenen Speisenwahl. Eine zweite Ursache können Wechselwirkungen mit Alkohol, anderen Nährstoffen wie Calcium und auch Medikamenten sein, sodass der Körper das Magnesium nicht ausreichend aufnehmen kann bzw. vermehrt ausscheidet. Zu guter Letzt kann es auch daran liegen, dass der Bedarf durch die Lebensweise oder die Lebensumstände erhöht ist. Was kann zu einem erhöhten Bedarf führen? Das kann so einiges sein. Eine Schwangerschaft oder Stillzeit, viel Stress, anstrengende körperliche Aktivitäten und Sport, Essstörungen und Erkrankungen wie chronischer Durchfall und Erbrechen oder Stoffwechselstörungen wie Diabetes. Dies alles erhöht den täglichen Bedarf an Magnesium zum Teil beträchtlich. Eine Unterversorgung an Magnesium kann sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen. Meist sind es aber mehrere Symptome gleichzeitig. Man ist ständig müde, hat weniger Energie und Ausdauer, kann sich schlechter konzentrieren, ist weniger leistungsfähig, leichter reizbar und leidet unter Schlafstörungen. Ein Mangel kann sich auch durch PMS, Migräne, Schwindelgefühl oder Verspannungen, Wadenkrämpfe und Muskelkater äußern. Wie finde ich aber nun heraus, ob ich ausreichend mit Magnesium versorgt bin? Wer es genau wissen möchte, macht einen einfachen Bluttest, bei dem die Konzentration von Magnesium im Blut gemessen wird. Der Körper kann Magnesium nicht selbst herstellen, wie er es zum Beispiel bei Aminosäuren oder Vitamin D3 machen kann. Wenn man unterversorgt ist, sollte man daher auf eine magnesiumreiche Ernährung achten. Ergänzend können Magnesiumpräparate helfen, gerade bei Menschen mit erhöhtem Bedarf. Den Tagesbedarf an Magnesium gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, mit rund 300 Milligramm für Frauen an. Bei Männern sind es je nach Alter bis zu 400 Milligramm. Natürlich haben die Lebensumstände und die Lebensweise einen Einfluss. Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Bedarf, genau wie Menschen, die sich ab und zu Alkohol gönnen. Hinzu kommen Personen, die auf Medikamente im Rahmen einer Chemotherapie angewiesen sind oder Cortison, die Antibabypille, Abführmittel, Antibiotika oder einige Asthmamittel einnehmen müssen. Bei Leistungssportlern kann sich der Tagesbedarf gut und gern verdreifachen, bei Diabetikern verdoppeln. Die Ernährung ist Magnesiumquelle Nummer 1. Eine ausgewogene Zufuhr natürlicher Lebensmittel ist wie bei allen Mikronährstoffen die Basis. Je geringer der Verarbeitungsgrad, desto besser. An erster Stelle stehen Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, Haferflocken und Vollkornnudeln. Viel Magnesium steckt auch in Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen und Erbsen, in Nüssen wie Paranüssen, Cashews und Mandeln und in Fisch, Milchprodukten, Samen und Kernen sowie in dunkler Schokolade, Kartoffeln und grünem Gemüse. Hier noch ein Tipp für dich. Bereite dein Gemüse möglichst fettarm zu und dünste es lieber, anstatt es zu kochen, da im Wasser Nährstoffe verloren gehen. Übrigens, auch Mineralwasser ist eine ausgezeichnete Magnesiumquelle. Der Magnesiumgehalt unterscheidet sich je nach Hersteller sehr stark. Wer es trotz aller Bemühungen um eine ausgewogene Ernährung nicht schafft, seinen Bedarf zu decken, kann auch zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Für den Hausgebrauch eignen sich in erster Linie Tabletten, Kapseln, Brausetabletten und Granulat.
Nicht ausreichend erwiesen ist hingegen die Wirkung der äußerlichen Anwendung, wie beispielsweise bei Massageölen mit Magnesiumzusätzen. Wichtig ist auch die Form der chemischen Verbindung im Magnesiumpräparat. Organische Verbindungen wie Magnesiumcitrat können vom Körper besser verwertet werden als anorganische Verbindungen wie Magnesiumoxid. Ein Präparat, das gleich mehrere Magnesiumverbindungen enthält, kann besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Magnesium sollte am besten über den Tag verteilt in mehreren Portionen eingenommen werden. Das liegt daran, dass das Magnesium vom Dünndarm nie komplett aufgenommen wird. Kleinere Mengen verwertet der Körper besser als eine große. Daher ist auch eine Überdosierung mit den handelsüblichen Mitteln kaum möglich, da der Mensch bei normaler Darmgesundheit das Überschüssige wieder ausscheidet. Wer den relaxenden Effekt von Magnesium nutzen möchte, kann die Zufuhr am Abend betonen. Dieser Effekt ist auch der Grund, weshalb von der Einnahme direkt vor dem Sport oder anderen anstrengenden Aktivitäten abgeraten wird. Fassen wir also zusammen. Ohne Magnesium läuft im Körper wenig zusammen. Ist der Magnesiumhaushalt nicht ausgeglichen, haben Nerven, Muskeln, das Skelett und die Zähne zu leiden. Darüber hinaus ist der Stoffwechsel eingeschränkt, der Körper ist insgesamt weniger leistungsfähig. Das kann sich auch durch Migräne, PMS, Nervosität und Muskelschwäche sowie Krämpfen äußern. Besonders anfällig sind Menschen im Dauerstress, depressive Personen, Leistungssportler und Diabetiker. Das Gute ist jedoch, dass man einen Magnesiummangel relativ leicht unter Kontrolle bekommt. Am einfachsten Abhilfe verschafft man sich über eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung. Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse und Mineralwasser sind dabei unverzichtbar. Nahrungsergänzungsmittel sind eine praktische Hilfe, ganz besonders für diejenigen, die einen erhöhten Bedarf haben. Dabei sollte man unbedingt auf eine gute Qualität achten. Mit ausreichend Magnesium ausgestattet ist die Grundlage geschaffen, dass der Körper wie eine Hightech-Maschine funktionieren kann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Ihr möchtet mehr solcher Videos über andere Supplements sehen? Dann schaut unbedingt in der Playlist hier auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Wir freuen uns auch über eure Meinung unten in den Kommentaren. Natürlich könnt ihr diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren und direkt die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal und ciao.